Alrighty, then, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Heute mit einem Feldversuch. Wir versuchen etwas, was bisher noch nicht so auf dem Schirm von fast allen Spielern irgendwie auf der Welt war. Wir sind hier auf Server W48, wo ich im Übrigen auch eine Players to Watch gemacht habe. Mir vorstellen könnt ihr da mal wieder reinzuschauen. Aber wenn ihr dazu Bock habt, dann auf jeden Fall liken das Video. Nein, mache ich auch unabhängig davon. Aber wir sind hier auf diesem Server, weil ich hier damals einen Dämonenjäger gespielt habe und ein paar Pilze auf dem Char noch habe. Das ist die wichtigste Voraussetzung für diesen Feldversuch und weil es ein relativ neuer Server ist. Ihr kennt mich in der Vergangenheit als jemanden, der jetzt nicht so doll über einen Dämonenjäger geschimpft hat. Klar, habe ich den Dämonenjäger auch gesehen, dass er viele Dungeons besiegen kann. Er ist aber deutlich teurer als ein Berserker. Und ich finde diese Fähigkeit an sich des Wiederbelebens nach wie vor immer noch die coolste. Und ich begründe das damit, weil wenn man einfach in einem Fight ist und denkt, jetzt ist vorbei und dann wird man wiederbelebt, man kriegt die volle HP zurück, dann ist das ein geiles Gefühl. Also, ne, wenn man einmal ausweicht, hat man nicht so ein geiles Gefühl. Wenn man einmal raged, hat man auch nicht so ein geiles Gefühl, wie als wenn der Dämonenjäger einmal sich wiederbelebt. Zumal dieses Wiederbeleben dann auch einen größeren Impact hat auf den Kampf. Einmal wiederbeleben bedeutet mehr Vorteile für den Dämonenjäger als einmal ausweichen für den Kundschafter oder einmal ragen für den Berserker zum Beispiel, ne? Weil man ja in der Regel, wenn man wiederbelebt würde, mehr als einen Angriff aushält. Natürlich auch je nach Gegner. Also damit begründe ich das, ne? Ich rede es jetzt nicht schön. Es hat sich ja auch gezeigt, dass der Dämonenjäger eigentlich von Server zu Server in der Regel die schlechteste Klasse darstellt, was eigentlich als sozusagen beworbene Dungeon-Klasse natürlich dann nicht den Plänen entspricht, die Player Games wahrscheinlich mit dem Dämonenjäger hatte. Jetzt aber kommt noch ein zusätzliches Problem hinzu und ich werde erst einmal versuchen, dieses Problem nachzustellen und je nachdem, ob das klappt, können wir dazu nochmal reden. So, den von mir erwähnten Feldversuch können wir nur in der Arena machen. Zum Beispiel habe ich jetzt hier Bearded Bastard angegriffen, einen natürlich deutlich stärkeren Druiden, als es mein Dämonenjäger ist. Durch die Rollen greifen die auch wahrscheinlich als erstes an und zack, ist natürlich klar, dass man den Namen verliert. Warum will ich sogar Ränge? Krass, okay. Das ist im Prinzip alles, ja. Normalerweise hat ja der Dämonenjäger die Chance zu reviven. Wenn wir jetzt mal einen ähnlich jetzt mal hier ihn jetzt nehmen als Scout zum Beispiel, greifen wir mal an, Danielios. Ja, okay. 1:4 ist die Chance, also 25%. Das heißt, im Schnitt sollten wir jeden vierten Kampf reviven. So wie hier. Na, jetzt haben wir einmal revived. Und damit hätten wir die Chance gehabt, natürlich den Fight auf unsere Seite zu legen. Das ist nicht der Fall. Auch hier reviven wir uns wieder. Jetzt machen wir das Ganze nochmal mit einem Druiden. Er hat die Katzenmaske an. Ist im Prinzip eigentlich auch ein Scout. Ja? Und für diesen Versuch brauchen wir eben ein paar Pilze und deshalb hat sich dieser Char bei mir hier angeboten, um das Ganze auszuprobieren. Und vielleicht habt ihr schon eine Idee, worauf ich hinaus will. Ich glaube, wir sind jetzt beim 10. Versuch gewesen. Es ist bekannt, dass die Fähigkeit des Dämonenjägers nicht gegen Magier funktioniert. In der Beschreibung stand aber da, also in der Originalen, dass es nicht gegen magische Attacken funktioniert.
Und der Dämonenjäger kam ja vor fast 2 Jahren auf den Markt. Damals gab es den Druiden noch nicht. Der Druide kam mit der Einführung Server 42. Ich glaube, das war ein Jahr später. Und wie wir sehen können, es ist dem Dämonenjäger nicht möglich, gegen den Druiden zu reviven. Und hier kommt der Clou. Man weiß nicht, ob das Ganze jetzt im Prinzip, also man weiß nicht hundertprozentig, ob das Ganze so gewollt ist, ja, oder ob es ein Bug ist. Das Problem ist, dass der Druide, ich suche jetzt eigentlich noch einen Druiden mit einer Bärenmaske, dass der Druide natürlich eine Klasse ist, die hauptsächlich, also es gibt 2 Faktoren, die hier eine Rolle spielen könnten. Einerseits ist es das Hauptattribut Intelligenz. Andererseits, und das ist wahrscheinlicher, für mich jetzt aus meiner Definition heraus, ist der Druide ein Spieler mit einer Intelligenzwaffe. Und es ist möglich, dass aufgrund dessen, und ich würde jetzt eher die Intelligenzwaffe als Ursache nehmen, es dem Dämonenjäger nicht möglich ist zu reviven. Stand jetzt. Wir probieren das nochmal bei Ultima. Also wir haben jetzt locker 20, 25 Versuche gehabt. Es geht ja gar nicht immer darum beim Dämonenjäger, dass er wurde ja nie so doll gemobbt, sage ich mal, weil er halt niemals revived. Das Problem ist einfach nur, dass um ein ähnlich gutes Ergebnis wie ein Berserker gegen einige Dungeons zu kriegen, der Dämonenjäger eigentlich 5 oder 6 Mal reviven müsste und das passiert eigentlich so gut halt wie nie. Beim Berserker ist es so, dass der ja mit jedem Rage mehr Schaden macht. Dadurch kommt der Berserker dann auch leichter durch die Dungeons. Ich habe ja gesagt, das Reviven hat einen größeren Impact als der Rage, aber wenn man halt 20 Mal Rage und das heißt vom Ergebnis noch nicht mal so gut wie 4 Mal Reviven, dann ist klar, dass der Dämonenjäger dadurch halt auch so nachteilig behandelt wird, ne? Und so nachteilig gesehen wird, zumal er ja gegen Magier das gar nicht kann. Ja? Und wir sehen, dass er es auch nicht gegen Druiden kann, die eine Bärenmaske haben. Wahrscheinlich kann er das noch nicht mal gegen Druiden, die gar keine Maske aufhaben. Aber das spielt ja eigentlich keiner, ne? Der Druide ist ja dann in seinem Schaden deutlich schlechter. Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt unmittelbar einen finden werde, aber also wir sehen, es gibt noch nicht mal einen einzigen Revive, den wir hier vermittelt bekommen. Und das ist eben die Sache. Das mache ich jetzt, das Video. Ich danke auch für den Tipp im Discord. Seraphim hat mich darauf aufmerksam gemacht, weil ein Spieler das in den Questions geschrieben hat. Dann wurde das ein bisschen ausprobiert. Er hat wohl auch 20 Mal angegriffen und das Verständnis, wie gesagt, Dämonenjäger, die jetzt ein Level haben von 400 oder mehr, haben das Problem, dass sie gegen die Druiden im Kampf keine Chance haben. Es ist einfach nicht möglich. Ja? Und vom Verständnis her sollte man ja eigentlich sagen, dass der Dämonenjäger gegen einen Druiden sich wiederbeleben kann, wenn dieser eine Katzen- oder Bärenmaske trägt, denn der Druide kann sich ja gegen Krieger und auch gegen Scouts, also Kundschafter, wiederbeleben. Warum sollte das gegen den Druiden nicht können? Und ich glaube deshalb tatsächlich, dass das möglicherweise ein Bug ist, nicht so vom Hersteller gewollt ist, weil der Druide ja nach dem Dämonenjäger kam. Warum sollte Player Games einen Char, den sie reingebracht haben, dann nochmal so deutlich schwächen? Indem sie sagen, okay, wir bringen den Druiden rein und der Dämonenjäger kann halt nichts gegen ihn ausrichten. Ja? Das kann ich mir tatsächlich eher nicht vorstellen, dass das Player Games so gedacht hat. Ich denke eher, dass das vielleicht ein Bug ist, ja, weil das halt wahrscheinlich nicht für möglich gehalten wurde, dass es da ein Problem gibt. Klar, man könnte sagen, ach, vielleicht haben sie das doch gemacht, um den Druiden wieder besser dastehen, also um den Druiden mehr zu pushen, weil sie gemerkt haben, dass der Dämonenjäger nicht so gerne gespielt wird. Aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wir wissen es auch nicht.
Fakt ist aber, im Moment, wenn ihr Dämonenjäger seid, und das ist jetzt erstmal das Wichtigste, versucht in der Ehrenhalle halt nicht unmittelbar gegen Druiden zu kämpfen. Also das ist halt dann schon eine Pilzverschwendung, ja, weil ihr könnt da eigentlich nicht gewinnen, ja, also der Druide kann ja blocken als Krieger, der Druide kann ausweichen als Kundschafter, damit habt ihr einfach einen extremen Nachteil als Dämonenjäger und das solltet ihr auf jeden Fall in der Ehrenhalle bedenken. Also Krieger, Dungeons, die Druiden sind, gibt es ja nicht. Da spielt es also jetzt keine Rolle. Soweit zumindest denke ich dass es kein Druiden-Dungeon gibt im Moment. Aber in der Ehrenhalle kann es ja doch sein, dass ihr vielleicht auch schon ein paar Pilze da an Druiden verloren habt. Ja, deshalb achtet da drauf. Und ich meine, der Feldversuch hier ist jetzt mehr als erfüllt. Ne? Also ich könnte noch 500 weitere Versuche ausgeben. Es wird nicht funktionieren. Er wird nicht reviven. Ja? Ich nehme jetzt nochmal einen Berserker, weil es so schön ist. Einfach, das ist eigentlich die lustigste Kombination, wenn der Berserker angreift und der Dämonenjäger sich revived. Er ist jetzt im Rage. Also eigentlich ist es wurscht, ob er im Rage ist, weil der Rage wird beendet dadurch, dass er stirbt, aber eigentlich ist das ein immer lustiger Fight dann in der Hinsicht und wir haben auch schon gesehen, dass er sich hier einmal revived hat. Also Fakt ist, ich werde es gleich nochmal auf Englisch danach sagen, oh hier, guckt euch das an. Das war ein guter Versuch. Der Dämonenjäger kann sich Stand jetzt nicht gegen Magier reviven und auch nicht gegen Druiden. Ich glaube, dass das nicht so gewollt ist im Prinzip, dass sich das vielleicht irgendwann auch mal ändert. Oder es geht wirklich um Magic Attacks. Dann hat der Dämonenjäger dort eben das Nachsehen, aber das ist dann der wirkliche Tod für die Klasse aus meiner Sicht. Leider, muss man so sagen. So guys, at the end, a short English summary. In the Shakes and Fidget Discord, yes, there has been put a question yesterday that one Demon Hunter experienced that he could not revive against Druids. Yeah, Druids is a newer class than Demon Hunter, so that's why this problem did not appear so often yet. And of course, Demon Hunter is not played that often, but still there are some Demon Hunters between level 400 and 450, and I just tried to attack Druids, and no matter if they have a cat mask on or a bear mask, I never could revive. You could just see that in the video before when I talked in German. So that's why be aware if you are playing a Demon Hunter right now and you're going through the Hall of Fame or the arena, you're doing some PvP, try to avoid fighting Druids because you actually cannot win that as long as you're not much better as Char. So you cannot win against an equal skilled and equipped Druid because you don't have any ability to count on. And that's the main reason I did that video for you. Ja. Also klar, mir ist jetzt gerade im Englischen nochmal aufgefallen, ihr könnt natürlich als Dämonenhunter gegen Druiden gewinnen, wenn ihr deutlich stärker seid. Aber wenn der Druide, sag ich mal, gleichwertig ausgerüstet ist wie ihr, also die Waffen gleich alt sind ungefähr, die Skills, die Werte relativ gleich sind, dann könnt ihr diesen Kampf nicht gewinnen. Aber das sollte natürlich auch klar sein, ja. Das war's dann erstmal von mir. Ich danke, wie gesagt, der Zuarbeit auch im Shakes and Fidget Discord, ohne die mir dieser Fehler oder dieses Problem nicht aufgefallen wäre. Und ich hoffe auf eine Lösung, die zumindest verlauten lässt, dass der Dämonenjäger da nicht ganz ins Abseits gestellt wird. Das fände ich schon eigentlich sehr, sehr schade. Das war's dann erstmal von mir. Haut rein, Leute, macht da Tschüss und Servus, euer Basti. Schönen Sonntag noch.